Ja, Freunde, damit willkommen zurück bei The Council. Wir starten mit Kapitel 2. Wir haben bisher, wo ist meine Mutter? Das ist Kapitel, also die Akt 5, glaube ich, und Kapitel 1 komplett abgeschlossen, ne? Und wir hatten am Ende ja die Übersicht gesehen. Habe ich mehrere Spielstände? Nee, okay. Wäre irgendwie witzig, wenn das automatisch irgendwie nach einem Kapitel dann irgendwie weitergeht oder sowas, dass man dann andere Spielstände startet. Ist egal. So, das müsste ja jetzt genau zum Kapitel 2 starten. Hoffe ich. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. I do apologize for being late. I was obliged to clear up some urgent business. Oh. Das Ende war jetzt komisch, weil wir haben den doch noch gar nicht gesehen. Also das waren jetzt die, ich glaube, wichtigsten Aussagen aus Kapitel 1 von all diesen Charakteren, oder? Aber vorgestellt hat sich doch der Dude am Ende nicht. Oder doch? Nee, hat er nicht, oder? Hat er nicht. Nee, hat er nicht. Komm. Wir können, glaube ich, das hier lesen, ne? Das war doch vollständig. Genau. Kriegen damit 1 Wissenschaft, 1 Sprache und 1 Belesenheit. Nehmen wir. Manuskripte auswählen. 3. Ich kann mehrere nehmen. Hätte ich das vorher auch schon machen können? Ich hab's nicht gesehen. Belesenheit. Psychologie. Oder? Etikette. Hier fehlen uns Sachen. Das haben wir schon. Okay. Dann nehmen wir Etikette. Habe ich das echt nicht wahrgenommen oder ist das jetzt wegen dem Kapitelstart? Habe ich die Zahl vorher nicht wahrgenommen? Könnt ihr mir wahrscheinlich am ehesten noch sagen, wenn ihr darauf geachtet habt während des Let's Plays. Ich werde jetzt im Nachhinein nochmal reingucken. Ein bisschen ärgerlich, wenn ich es verpasst hätte. Aber auch kein Weltuntergang. Schauen wir mal. So, Kapitel beginnen. Oh nein, jetzt habe ich die Punkte nicht vergeben. Och, ich bin dumm. Jetzt war ich dumm. Ich hätte noch oben in den Reitern weitergemusst, damit ich die Punkte vergebe. Machen wir nächstes Mal. So ein Scheiß. The Council. Episode 2. Hide and Seek. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to join us here, it was, of course, in the hope that you would help us find your mother. Unfortunately, I am now confronted with another problem, which I would rather have done without. You see, last night, Miss Adams also went missing. Mehr erfahren, Befragung. Sie ist nicht verschwunden. Was war das denn? Ah! Was habt ihr das? War das leise für euch? Hat jemand gemacht? Das Doofe ist halt, da haben wir keine Punkte mehr, ne? Selbst zum Kapitelstart nicht. Warum nicht? Schon wieder. Ach, das ist das Vögelchen. Es ist das Vögelchen. Verstehe. Komm, wir lassen ihn weiterreden erstmal. I have had my people searching for her all over the island. Alas, to no avail. It so happens that both her mental and her physical health are extremely fragile. I'm worried that the same thing happened to her as to your mother. Also, I would appreciate it
very much. If you could tell Sorry, aber Puffin gibt dir die Kacke, die du brauchst. Puffin gibt dir die Kacke, die du brauchst. me what you were doing on the floor, in her room, in the early hours of It's the quite morning. normal. I can explain everything. Oh, well, I'm glad to hear it. You see, Sir Gregory is about to arrive, and he's taken Elizabeth's disappearance very, very seriously. Please reassure him so that we can talk about your mother. Okay, der nächste Charakter. William, I would like to see you a moment before we begin. In private. Let's step outside a moment. Das ist aber interessant, das will ich hören. Louis, this will only take a few moments. Alles klar. Roger, Roger. Gehen beide Diener mit? Ja, okay, dann kann ich mich hier... also entweder ich belausche die jetzt oder ich gucke mich hier um. All right, let's take this chance to look around. Warten wäre auch gut gewesen wahrscheinlich, ne? Enthält Zeugenaussagen der Gäste Bonaparte und Hillsborough. Nein, nicht. Ich muss jetzt vorlesen. Habe ich dafür Zeit? Zeit steht nicht still. Im Hintergrund läuft alles weiter. Ich mach das mal weg. Oh. Scheiße. War wahrscheinlich verkehrt. Please, sit back down, Louis. Okay. Ob ich den Brief irgendwo hab? Zeugenaussagen. This sort of behavior is not working in your favor, young man. Gregory, Louis told me we needn't be concerned. Of course. Monsieur de Richet, the situation seems to escape your grasp, so I won't beat about the bush. Did you kill Elizabeth Adams? Nö. What are you talking about? I only helped her. We talked and she wanted to leave. I imagine that's what she did, right? We have found no trace of her leaving, monsieur. So allow me to have my doubts. Nor have we found any reason to believe that Louis is lying. We must remain calm, Gregory. We have found no evidence that would suggest that Elizabeth has been murdered. For the time being, she has only disappeared. Let's stick to the facts, if you please. Warte. Well, where is she then? Ja, weiß ich doch nicht. Soll ich das sagen? Last night when we talked, she said she felt uncomfortable here and spoke of leaving but didn't say where to. Knowing Elizabeth, I am sure she must have spoken to you about your mother. I don't see the connection. What has my mother got to do with this? Gregory is suggesting he isn't certain that Elizabeth has left the island, and that some misfortune might well have befallen her during the night. But that's not the case. Well, that's what you say. You are the last person who saw her alive. There might well be any number of reasons why you wanted her silenced. No one can substantiate your claim that she left as you said she did, Louis. Damnation, William. This is a fiasco. Sir, you don't seem to realize just how serious this is. Let's try and remain calm, Gregory. In any case, it would be far better if Elizabeth really has left the island, as Louis says. Warum füttert er jetzt seinen Vogel? Why do you think she wanted to leave? She was terrorized by my mother's presence here. Just the thought of coming face to face with her was unbearable. Did she tell you why? Yes, she brought the subject up. I'm sorry, Louis. It couldn't have been easy to hear. For your sake, I sincerely hope that she got there safely. Monsieur de Richet, I apologize if my words seemed a little abrupt. I dare not think what would happen if Elizabeth came across your mother on the island. Your generosity may well cost you dearly. I understand, my lord. I certainly regret it. You don't need us for any of this. So come along, Monsieur Peru.
We are leaving. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. Ja, bitte. So ist sie ganz einfach? Achso, so ist sie ganz einfach. Sie ist nicht verschwunden. Sie versteckt sich. Ich würde sagen... Boah. Ich hab ja keine Ahnung. Also was alles davon ist, so ist sie einfach. Ja, sie verschwindet mal zwischendurch. Okay, könnte man nehmen. Sie ist verschwunden, habe ich keine Anlässe. Sie ist nicht verschwunden. So, habe ich ja keinen Anhaltspunkt für, das zu sagen, weil sie ist ja offensichtlich weg. Und sie versteckt sich, ist auch eine sehr gewagte Aussage. Weil, also, ich würde sagen, so ist sie ganz einfach. Das ist das Einzige, was einigermaßen stimmig ist. When I first came here, I wasn't that worried. In the past, my mother has taken a few liberties during her missions, including disappearing for several days on end. Genau. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow. No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play, and I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Ja. Is there an off-the-record reason why your mother came here? Sie hat einen Käufer gesucht? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ein Käufer für was? Für die Waffen? Für die Kanonen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, würde bedeuten, ich lasse ihn erstmal ruhig, ne? If only my mother had trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the Order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I'm sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Vielleicht traut sie jemandem nicht, vielleicht hat sie etwas entdeckt, vielleicht hat sie den Verstand verloren. Ersteres, oder? Was ich mir so denke, ist das so ein Setting, wo die Mutter die ganze Zeit irgendwo ist und alles, was wir machen, mitbekommt und uns erstmal auch testet in dem Sinne? Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass sie jetzt gerade, keine Ahnung, hinter irgendeinem Bild steckt und sich alles anhört. Und
erst dann, wenn wir sozusagen immer wieder das Richtige sagen in ihrer Sicht, dass sie sich irgendwann offenbart, wenn sie sich wirklich versteckt? Ist das so ein Setting? Oder ist sie vielleicht einfach einer von den Dienern, die einfach irgendwo immer rumstehen? Das ist so habe ich jetzt vorhin schon mal gedacht, weil die ja immer da sind. Die sind immer mittendrin. Und die hören ja auch alles. Aber vielleicht ist das wieder auch mein Kopf, der da ein bisschen zu weit geht und Verschwörungstheorien und sowas sieht. Aber es ist halt, ich weiß halt noch nicht genau, worauf diese Geschichte überhaupt hinausläuft, ne? Ich würde das erste nehmen. Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. von Wollner, and myself. Herzogin Hillsborough? War sie Gregory Holm gegenüber misstrauisch? War sie von Wöllner gegenüber misstrauisch? Adams war ebenfalls hier. You forget Elizabeth Adams, my lord. That's true. But Gregory and I arranged it so that they wouldn't run into each other. I thought it had worked. Do you think that your mother felt she was in danger because of Elizabeth? It's possible. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. Genug über sie geredet. Was ist mit ihrem Verschwinden? Worüber haben sie sich unterhalten? You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. Okay. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jersey, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Whitneys E-Greniermaschine? Das ist Politik, das ist belesen. Möchte ich mich ihm jetzt eher als belesener? Ja. Ah, yes. His famous cotton gin. It was supposed to revolutionize cotton production in the United States. It will revolutionize the world, Louis. The potential of this invention is much greater. Tomorrow, all industries will be switching to simple but large-scale production. Of that, I'm sure. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Die berühmte päpstliche Bulle von Papst Gregor VIII. Über die Kreuzzüge weiß ich nichts. Dafür ist Belesen jetzt wirklich wieder gut, machen wir. Mother lulled my childhood with tales of the Crusades. How Richard the Mir klingelt Lionheart gerade and Philip Telefon, ich kann jetzt Augustus nicht rangehen. had to battle it out to achieve their ends. And how Guy de Lusignan, having broken his word, launched the siege of Saint-Jean d'Acre. Oh, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Okay. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Was? Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The
very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. One last thing, although I don't know if there is a connection. I'm listening. A gate was forced the other night near the wharf. Nothing serious, just a few small things damaged. Sorry, my lord, but I was searching for leads to my mother. I thought I was hot on her trail and didn't take any precautions. Well, you could have reported it to a servant. But never mind. I shall put it down to your ardor and anxiety. However, please try to respect my state in future. I certainly will. Please accept my sincerest apologies. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Okay. Thank you. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war, mich zu entschuldigen, weil er jetzt weiß, dass ich halt auch ein bisschen, ne? The room is just opposite Mortimer's study. Ich hätte vielleicht lügen sollen, aber ich weiß halt nicht, ob er es schon, also ich weiß halt nicht, ob er es schon weiß. Und deswegen habe ich gedacht, ich sag mal lieber die Wahrheit. Denn sonst lüge ich ihn ja wirklich an und er weiß, dass ich ihn anlüge. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. So, ist das jetzt einfach... Warte mal. Wurde ich hier schon richtig platziert? Ist das einfach hier? Nee, da darf ich nicht hin. Hä? Aber da muss ich doch jetzt hin, oder? Na gut. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie Laufen ging. Also schneller bewegen, genau so, okay. Hier ist irgendwas. Gegenstand nicht eingesammelt, Inventar. Hebt negative Effekte auf. Was ist es jetzt? Welches ist denn das von denen? Devil's Thorn. Das war's. So, nehmen wir mit. Ich weiß jetzt halt, ehrlich gesagt, es ist halt wieder blöd, das wieder einzusetzen in dem Moment, wo wir es gar nicht brauchen können. Ne? Ich weiß halt nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Wenn das nicht die Treppe hoch ist, wo soll ich denn jetzt hin? Ich meine, ich wurde doch nicht umsonst da jetzt platziert, oder? Aber ich darf nicht. In mein Zimmer brauche ich auch nicht. Was soll da groß passieren? Darf ich auch nicht? Geht nicht mal? Hä, ich bin da bestimmt richtig gewesen. Wie gesagt, das platziert mich ja nicht ohne Grund da. Oder muss ich jetzt einen Diener finden? Aber ist auch Quatsch. Er hat das ja wahrscheinlich schon laufen. Ich weiß nicht mehr, was er gerade als letztes gesagt hat. Als ich in die Szene gekommen bin, hat er gerade noch irgendwas gesagt, der Louis. Jetzt bin ich ja gleich wieder da, wo ich eben angefangen habe. Aber guck mal, ich kann auch nicht runter. Hä? Ich probiere das jetzt nochmal. Warte mal. Was ist hier? Das ist halt wild jetzt.
Gehe zum Turmzimmer. Ist doch das. Oder? Also ist der einzige Weg hoch. Hä? Warum darf ich das nicht? Was fehlt mir? Ist das ein Bug? Weil, ich meine, ich wurde hier platziert und jetzt kann ich kann nicht runter. Ich kann in keinen der Zimmer rein. Hä? Ich kann gerade nur umherlaufen. Und die Aufgabe ist, gehe zum Turmzimmer. Ich würde noch mal gucken, ob ich in mein Zimmer kann. Ich kann hier tatsächlich gerade nichts machen. Also alles ist verboten. Also mit einem Anführungsstrichen Schloss davor, ne? Selbst mein Zimmer? Huh, that's me. Also ich kann auch nicht in mein Zimmer. Hä? Ich kann halt gar nichts gerade. Alles hat ein Schloss davor, also ein Verbot. Okay, ich bin verwirrt. Ich guck gleich mal in die Missionsblupsi. Aber ich kann halt wirklich nichts machen, ne? Das ist wild. Kann ich eigentlich dahinter? War ich da schon mal? Nee, da ist ja nichts. Okay. Da, 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 da. Oh. Nehmen wir natürlich mit. Aber ist nicht gerade das, was ich machen will, natürlich. Ha. Ich kann nirgendwo hin. Und hier muss ich hin. Okay, was? Kann ich hier irgendwas triggern? Hier ist aber jetzt auch gerade kein Diener, der mir jetzt irgendwie noch was sagen würde. Hä? Gehe zum Turmzimmer. Ich versuch's nochmal. Hä? Gang. Machen wir nochmal die... Der Gang, der alte Gästezimmer miteinander verbindet. Alle, nicht alte. Wie komme ich denn eine Etage höher? So? Ist das Mortimers Büro? Wo ist denn das Turmzimmer? Ich meine, hier wurde ich ja... Das wird das sein, ne? Aber Mortimers Büro, die Gemächer des Gastgebers. Deswegen darf ich da nicht hin. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Aber ich komme ja nicht wieder raus. Die beiden Stufen sind mir verborgen. Hier ist ein Geheimraum. Ist das der Turm? Aber wenn ich die Treppe nicht runter darf, dann bringt mir das ja nichts. Ach, weil ich in den Zimmern schon drin war, deswegen sind die eingezeichnet. Interessant. Ich will gerade mal gucken. Anlegestelle. Unterirdisch, Außenbereich, Garten, Erdgeschoss. So, roter Saal, Bibliothek, Porträt, kleiner Salon, Haupthalle wahrscheinlich, ne? Das heißt,
Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Wie kann ich dir dem Spiel jetzt sagen, hilf mir, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich meine, hier wurde ich rausgelassen. Das macht ja auch Sinn. Wir waren scheinbar gerade in seinem Zimmer. So. Und jetzt darf ich aber nicht die Treppen benutzen. Gibt's doch nicht. Ich muss mich doch hier jetzt frei bewegen können. Warum darf ich denn jetzt nicht in dieses Turmzimmer? Woran wüsste ich denn, dass es jetzt, dass das Turmzimmer wäre? Ich meine, das hier ist offensichtlich ein Turmzimmer, oder? Aber das ist ja eigentlich bloß die Weiterführung der Bibliothek. Hä? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich kann halt auch nur runter gucken. Ich kann halt da nicht hin. Also das Spiel erlaubt mir das gerade nicht. Ich kann in keines der Zimmer. Nicht mal mein eigenes. Will das jetzt nochmal? Nein. Das sind die 3 Möglichkeiten, die ich habe, diese Ebene zu verlassen. Das heißt, ich muss das auf dieser Ebene machen. Okay. Dann muss ich jetzt scheinbar das Turmzimmer finden, oder? Duke Manuel Godoy. Das ist der noch fehlt, oder? Ich gucke jetzt alle Zimmer nochmal durch. Und ich wollte auch noch gucken, in einem der... Guck mal, hier ist so ein Gang. Da ist ja irgendwie ein Durchgang. Das will ich mir mal kurz angucken. So, das ist wieder meins, ne? Huh, that's me. So. Warum darf ich hier nicht rein? Das macht halt keinen Sinn gerade. Ich darf halt wirklich nur in dieses Zimmer, was ich jetzt suche. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. So. Hier ist offensichtlich eine Geheimtür. Das merken wir uns mal. Oh, nee, doch nicht. Oder? Ist das... Hier. Okay, es ist hier. Das ist keine Geheimtür, es ist eine ganz normale Tür. Okay, die Tür... Aber dann ist das doch jetzt die Tür, die ich möchte, oder? In den Turm. Hier will ich doch jetzt hin. Oder nicht, oder doch? Gehe zum Turmzimmer. Woher weiß ich, wie dieses Zimmer heißt?